Wir haben jetzt Mitte März und sind jetzt circa 2 Wochen auf dem La Siesta della Gaviota, einem Stellplatz in der Nähe von Scipiona. Und jetzt haben wir uns entschlossen, noch etwas weiter am Atlantik zu fahren und haben noch 2 Ziele im Auge. Darüber möchte ich in diesem Video berichten. Herzlich willkommen dazu. Wir haben die Zeit auf dem Platz genossen, waren häufiger am Strand. Wetter war überwiegend gut und haben hier auch wieder Muscheln gesammelt, beziehungsweise Rita in erster Linie. Und dort gibt es hier gibt es noch mehr Muscheln als am Mittelmeer. Ich hatte es ja schon in einem der vorherigen Videos gezeigt. Rita füllt damit Flaschen, dann kommt eine Lichterkette mit rein und dann kann man das Ganze schön auf einen Tisch stellen als Beleuchtung. Es kamen ja einige Anfragen zu unserem Windschutz. Es ist ein Windschutz von Dometic und der heißt Airbrake All Season 3. Wir pumpen ihn ja mit einer Luftpumpe auf, das geht relativ schnell. Das ganze Aufstellen dauert vielleicht 10-15 Minuten. Wir sind damit zufrieden, er hat sich bewährt. Das vielleicht noch zu diesem Windschutz. Es kommt auch immer wieder die Frage, wie reinigst du deine Markise? Kannst du das nicht mal zeigen? Mache ich jetzt mal in diesem Fall. Wir sind dabei abzubauen bzw. wollen weiterreisen und haben jetzt einige Tage die Markise draußen und da ist natürlich einiges an Dreck drauf gekommen, nicht nur von den Bäumen, sondern auch von Vögeln, die drauf geschissen haben, kann man ja glaube ich so sagen. Und da möchte ich dir mal so einen kleinen Tipp geben zeigen, wie wir das reinigen. Ich habe nämlich immer wieder Anfragen gekriegt, wie machst du das mit dem Reinigen vom Wohnmobil oder wie reinigst du deine Markise, kannst du das nicht mal zeigen? Und da ist jetzt die Gelegenheit da, das mal so ein bisschen zu zeigen. Ich muss dazu Produkte nennen und dazu gehört unter anderem da Tücher, über die habe ich schon mal gesprochen. Das sind Tücher von Putzfuchs, heißt der glaube ich, die ich dafür nutze. Und dann habe ich auch einmal diesen Wischer. Dieser Wischer ist auch von diesem Hersteller Putzfuchs und diese Tücher haben folgende Geschichte oder kann man folgendermaßen nutzen. Jetzt ist der Lappen trocken. Es ist ein besonderer Lappen, also da kann man ist jetzt kein normaler Wischlappen, den man so irgendwo im Supermarkt oder sonst wo kaufen kann, sondern der hat eine Besonderheit. Das muss man sich aber alles mal nachlesen. Im Internet findet man unter meinen Videos im Text findet man auch einen Rabattcode. Da gibt es einen Rabatt, wenn ihr darüber sowas bestellen wollt. So, und dieses Tuch hier, ich muss das jetzt mal ein bisschen, oh, da klappt ja schon was zusammen, ist aber nicht schlimm. Zeigen, wie das Ganze funktioniert. Dieses Tuch kann man hier so reinklicken. Zack, und dann drehe ich das Ganze um. Und dann. Von der anderen Seite. Ja. Rita zeigt das jetzt mal so. Und so sieht das von der anderen Seite aus. Und jetzt klicken wir das mal so rum, zack, zu. So, wenn man das Tuch jetzt hier drauf hat, besser ist man, muss man sagen, ganz klar, dass man es vorher nass macht. Man soll es ein paar Minuten ins Wasser legen, das Tuch. Und man kann Reinigungsmittel mit reintun, muss es aber nicht. Das Tuch an sich ist schon so gut, dass es Flächen reinigt. Ich nutze diesen Wischer und auch das Tuch, auch um das Wohnmobil selber da mal mit abzuwischen. Was ich jetzt aber zeigen möchte, ist das mit der Markise. Und zwar ist dieses ein Teleskopstiel, sodass ich den einmal für hier unten drunter nutzen kann. Das heißt, ich kann jetzt einfach hier drunter gehen und so damit das Tuch von unten wischen, das Markisentuch, und kann es so reinigen. Jetzt reinige ich es nicht, jetzt ist das Ganze ja trocken, hatte ich ja vorher schon gesagt. Ich wollte es nur so einmal demonstrieren. Und dann geht es ja auch darum, oben das Tuch zu reinigen. Dafür würde das sich so auch eignen. Aber
der Stiel ist einfach zu kurz. Ich komme von hier aus nicht bis hinten ran, wo die Markise am Mobil festgeschraubt ist. Dafür geht das nicht. Dann habe ich eine andere Möglichkeit gefunden. Und zwar gibt es auch von dem Hersteller Putzfuchs so ein Tuch. Und dieses Tuch, da gibt es auch einmal eine Aufnahme für, wo ich aber keinen langen Stiel habe. Ich habe, und das ist zufälligerweise so, ich habe diese Waschbürste, wo ich das Wohnmobil mit wasche. Und diese Waschbürste hat einen ganz langen Stiel, auch so einen ausziehbaren Stiel. Also den kann ich jetzt hier, weiß ich wie, auf 3 Meter da ausziehen. Und jetzt mache ich eigentlich nur Folgendes. Jetzt ziehe ich dieses Tuch, Moment mal, jetzt muss ich mal eben hier ein bisschen festziehen. Dieses Tuch ziehe ich jetzt hier, weiß nicht, ob ich das jetzt so auf Anhieb richtig hinkriege, über die Bürste. Jetzt wird man sich fragen, warum reinigt er nicht einfach nur mit der Bürste? Sicher, man kann auch mit der Bürste Dreck dort abwischen bzw. abkriegen, aber die Bürste nimmt den Dreck nicht auf. Jetzt kriegt das Tuch hier natürlich schlecht drüber. Da müsste mir Rita eigentlich helfen, die ist da so ein bisschen besser drauf. Die kann das. So, jetzt haben wir das Tuch drauf. Wie gesagt, man könnte ja auch die Bürste nur alleine nehmen, um zum Reinigen. Aber die Bürste löst zwar den Dreck, nimmt den aber nicht auf. Diese Tücher, die sind da sehr gut. Die nehmen den Dreck gut auf. Und so mache ich dann Folgendes. Ich ziehe den Stiel hier ganz raus. Das geht natürlich auch mit irgendeinem anderen Stiel. Denn wenn man jetzt eine andere Aufnahme hat, dann geht das natürlich auch. So, und dann, jetzt muss ich das hier mal wegnehmen, zur Seite stellen, damit man das... So, jetzt geht die Leiter hoch. So, und jetzt kann ich mit diesem Tuch ganz bis an das Mobil ran und die Markise reinigen. Tuch ist jetzt natürlich auch nicht nass. Und dann kann ich hingehen, da habe ich einen Eimer stehen. Und wenn ich den Eimer hier daneben stelle, kann ich hier das Tuch auswaschen und wieder weiter reinigen. Kann da jetzt also ohne Probleme, sogar hinten auf der Markise kann ich wischen. Das war jetzt so ein kleiner Tipp mal, wie man sowas lösen kann. Wie gesagt, muss man nicht so machen, kann man aber machen. Wir haben den 15. März, es ist ein Samstag und wir starten zu unserer Weiterreise. Unser Ziel ist Huelva oder in der Nähe von Huelva. Das ist in Richtung Portugal. Dort wollen wir auf einen Parkplatz übernachten. Und zwar geht es darum, um Geocaching. Ich möchte jetzt hier nicht stundenlang was über Geocaching zeigen, aber nur so viel. So sind wir da hingefahren oder fahren da so hin. Müssen so ein bisschen um Sevilla herumfahren und dann wieder zurück an den Atlantik. Wir müssen so einen Umweg fahren, da durch das Naturschutzgebiet keine Straße führt. Heute ist es ja leider etwas bewölkt. Wir hatten aber sonst durchweg gutes Wetter die letzten 2 Wochen. Und so ist es nicht schlimm, wenn jetzt mal die Sonne nicht scheint. Aber auf unserer Weiterreise kommt sie dann und darüber haben wir uns gefreut. Wir nutzen die mautfreie Autobahn, haben, bevor wir auf die Autobahn gefahren sind, noch getankt, haben 1,82 € für den Liter Diesel bezahlt. Auf der Autobahn oder an der Autobahn ist der Diesel teurer noch. Ich habe gesehen 1,90 und ich glaube sogar das teuerste, was ich gesehen habe, 1,95 für den Liter Diesel hier in Spanien. Wir haben heute etwa eine Strecke von 200 Kilometer, fahren da überwiegend Autobahn. Allerdings müssen wir Sevilla umfahren und da staut sich etwas. Wir haben jetzt Sevilla erreicht und überqueren jetzt den Fluss Rio Guadalquivir. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, weiß ich nicht. Staut sich so ein bisschen der Verkehr hier, aber kein Problem. Wir fahren ja mit einem Abstandstempomat, der automatisch bremst und auch wieder beschleunigt. Also insofern braucht man da kaum eingreifen. Man kann alles so laufen lassen. Notbremsassistent hat unser Fahrzeug auch, also alles einfach. Natürlich fahre ich konzentriert, trotz dieser Fahrassistenten,
achte ich natürlich auf den Verkehr bzw. bin bei der Sache. Geht gar nicht anders. Auch das elektronische Rückspiegelsystem hat sich bei mir bewährt. Ich fahre gerne damit. Es gibt keinen toten Winkel mehr. Gemeinsam mit dem 360-Grad-System habe ich eine Gesamtübersicht rund ums Fahrzeug. Schade, gerade ist hier ein Gerüst aufgebaut an der Brücke, sonst hätten wir einen Blick auf den Hafen hier in Sevilla und wir hätten auch zeigen können so ein bisschen, wo es dort einen Stellplatz gibt. Da im Hafen gibt es nämlich einen Stellplatz. Der ist aber wohl sehr laut, so habe ich mir sagen lassen. Ich bin selber dort nicht gewesen, denn dort werden Fahrzeuge verladen, Güter verladen und so weiter. In der Nacht geht es, aber am Tage ist er sehr laut. Jetzt haben wir die Autobahn verlassen und sind auf der Anfahrt zu unserem Übernachtungsplatz. Und zwar haben umfahren Huelva und haben dann die Autobahn verlassen und fahren dann direkt zum Stellplatz. Er ist nur wenige Kilometer entfernt von der Autobahn. Wir waren schon mal hier, auch damals vor etwa 3 Jahren haben wir den Übernachtungsplatz hier genutzt. Stellplatz darf man vielleicht nicht sagen. Es handelt sich um einen Parkplatz, der zu dem Kolumbus-Museum gehört. Hier gibt es nämlich gleich einen kleinen Hafen. Dort liegen die nachgebauten Schiffe, mit denen Kolumbus Amerika entdeckt hat. Jetzt sehen wir die ersten Parkflächen. Das sind Parkplätze für PKWs. Und wenn man jetzt bis weiter nach hinten durchfährt, dann kommen große Parkflächen. Dort darf man mit dem Wohnmobil stehen. Wir sehen jetzt hier auf der rechten Seite die ersten Wohnmobile. Im Moment stehen hier noch relativ wenig. Ist ca. 14 Uhr. Das ändert sich meistens gegen Abend. Dann füllt sich der Platz. Mit uns haben immer hier so zwischen 10 und 15 Wohnmobile gestanden in der Nacht. Dieser Platz wird gern genutzt, auch von Campern, die nach Portugal fahren oder wieder zurückkommen von Portugal und diesen Platz als Etappenplatz nutzen. Hier am Ende des Parkplatzes sind die Plätze vielleicht 8 bis 10 Meter lang. Weiter vorne hat man längere Plätze. Dort sieht man auch schon mal einen Wohnwagen mitstehen. Das ist ja auch kein Problem. Da es sich um einen Parkplatz handelt, gibt es hier natürlich keine End- und Versorgung und auch keinen Strom. Weiter vorne gibt es große Müllcontainer. Dort kann man dann seinen Müll entsorgen. Ich denke, man bekommt hier immer leichten Platz. Wir sind jetzt das 2. Mal hier und schon beim ersten Mal waren viele freie Plätze da und in diesem Fall auch. Da ja immer ausreichend Platz vorhanden ist, kann man sich hinten weiter, wenn man ein längeres Mobil hat, auch längs hinstellen. So sieht das Ganze von oben aus. Wir haben hier in der Mitte den Parkplatz, rechts mit dem roten Dach, weiter hinten, hier sieht man es. Dort ist dieser kleine Hafen mit den Kolumbus-Schiffen, die man besichtigen kann. Wir haben sie ja schon vor 3 Jahren besichtigt, ist eine interessante Geschichte, sollte man auf jeden Fall machen, wenn man hier ist. Dieser kleine Hafen ist ja vom Parkplatz, dort wo wir stehen, nur wenige 100 Meter entfernt. Ich würde sagen 200, 300 Meter und schon ist man da. Dann gibt es hier noch ein Amphitheater. Ob man das besichtigen kann, da rein kann, das konnte ich nicht ermitteln, das weiß ich nicht. Hier sieht man nochmal die gesamte Länge des Parkplatzes und die Größe. Hin und wieder fahren auch mal PKWs hier durch, aber eher selten. Und in der Nacht ist es ganz ruhig. Jedenfalls zu dem Zeitpunkt, als wir dort waren. Wir waren ja auch am Wochenende da, sodass hier schon dann eher mehr Betrieb ist als in der Woche. Jetzt kurz zum Thema Geocaching, deshalb sind wir ja hier. Hier sieht man die Karte von Geocaching, alle grünen Symbole, dort sind wir noch nicht gewesen, blaue Symbole auch nicht, die müssen wir auch noch finden. Und die gelben Symbole zeigen, dass wir schon dort waren und diesen Cache schon gefunden und gebucht haben. Man sieht, dass dieser Parkplatz ein guter Ausgangspunkt ist, um diese Cache anzufahren. Wir haben natürlich nur einen kleinen Teil hiervon angefahren und gesucht. Es wären einfach zu viele hier, um das in kurzer Zeit alles abzufahren. Man kann hier in dieser Region gut mit dem Fahrrad fahren, alles eben. Man kann auch schnell die Stadt
Palos de la Frontera erreichen mit dem Fahrrad. Dahin führen Radwege. Und dann gibt es natürlich hier das größte Erdbeeranbaugebiet Europas. Auf etwa 6100 Hektar unter Folientunneln werden hier Erdbeeren angebaut. Im Hintergrund sieht man den Fluss Rio Tinto und dahinter die Stadt Huelva. Wer jetzt kein Fahrrad dabei hat, da gibt es auch die Möglichkeit, zu Fuß was zu erreichen. Und zwar gibt es in unmittelbarer Nähe des Parkplatzes einen großen Park. Dort kann man schön spazieren gehen. Man kann auch mit seinem Hund dorthin gehen. Ich habe gesehen, dass es dort große Rasenflächen gibt, wo man dann auch mit dem Hund spielen kann oder der Hund frei laufen kann. Zurück zu unserem Parkplatz. Das vielleicht noch wichtig zu wissen. Am Montag ist das Museum geschlossen hier. Also kann man die Schiffe nicht besichtigen. Der Eintrittspreis beträgt 3,60 Euro. Wer Rentner ist, zahlt weniger. Für uns geht die Reise weiter. Wir wollen nach Isla Cristina zu einem Stellplatz. Auch dort sind wir schon gewesen. Dort gibt es aber was Neues und das wollen wir uns mal anschauen. Darüber werde ich dann im nächsten Video berichten. Ich sage mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen, freue mich über einen Daumen nach oben, freue mich auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ansonsten sage ich Bye bye, bis zum nächsten Mal.